Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren DIY-Idee bei uns bei DuWaSmart. Diesmal machen wir diese kleinen Vogelfutter-Orangen hier. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich dafür einfach Fettfutter und Vogelfutter aus Sonnenblumenkerne und Mandeln zusammengemischt und in solche Orangenschalen hier reingemacht. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Das ist einfach, damit die kleinen Piepser draußen auch während der kalten Jahreszeit genügend Futter finden. Und dabei habe ich mich orientiert an diesen Kokosnüssen mit Fettfuttermischung. Die gibt es auch in unserem Online-Shop. Hier diese Variante ist mit Nüssen, aber die gibt es zum Beispiel auch mit Mehlwürmern. Statt der Kokosnussschale verwende ich jetzt einfach Orangenschalen. Dafür habe ich die gestern schon mal vorbereitet. Und zwar nehmt ihr dafür einfach Orangen, halbiert die, presst die aus, dann könnt ihr auch den Orangensaft noch schön trinken und dann putzt ihr die von innen so sauber wie möglich. Ich habe die jetzt über Nacht auch noch trocknen lassen, habe dann in jede dieser halben Schalen so ein kleines Loch hier vorne reingetan. Dafür könnt ihr einfach einen spitzen Gegenstand verwenden und jetzt können die mit Fettfutter befüllt werden. Als Futter habe ich jetzt einmal Sonnenblumenkerne mitgebracht. Die waren in unserem Garten dieses Jahr einfach super beliebt, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber ihr könnt wirklich alles andere an Vogelfutter verwenden. Das heißt, wenn ihr eine Vogel-Körner-Mischung zu Hause habt, könnt ihr die verwenden. Ihr könnt Nüsse klein hacken, Mandeln, also alles Mögliche könnt ihr den Vögeln im Winter anbieten. Wichtig ist, wie gesagt, dabei, dass ihr da ein Bindemittel habt. Ich verwende jetzt Kokosfett, das ist rein pflanzlich. Ihr könnt als Alternative zum Beispiel auch Rinderteig verwenden. Rinderteig kriegt ihr ganz einfach beim Metzger. Das ist aber ein bisschen schwieriger zu erhitzen und riecht auch nicht so toll. Deswegen habe ich mich jetzt für die einfachere Variante, und zwar das Kokosfett, entschieden. Das findet ihr im Supermarkt und das könnt ihr einfach in so einer Schale hier in der Mikrowelle wärmen. So, ich mache jetzt nicht direkt alles, aber das hier sollte erstmal reichen. Wie gesagt, das kommt jetzt in die Mikrowelle und in der Zeit können wir auch schon die Orangenschalen vorbereiten. Wie schon erwähnt, die sind jetzt ein bisschen getrocknet und schön sauber von innen, aber damit ihr die auch aufhängen könnt, habe ich jetzt aus so Weihnachtsbändchen hier, die sind so aus wie so eine Naturkordel, kleine Bändchen gebastelt, das heißt hier unten einen Knoten reingemacht, hier so eine kleine Schlaufe, sodass man die schön am Ast aufhängen kann. Je nachdem, wie breit ihr das haben wollt, müsst ihr das vielleicht ein bisschen länger machen. Für mich reicht hier diese Länge jetzt. Und jetzt gehe ich hin und friemel das hier oben so durch die Löcher durch. So, sodass der Knoten hier innen drin ist. Der hält dann das Ganze schön fest. Und wenn ihr gleich eure Fettfuttermischung hier rein tut, dann stört auch dieser Knoten nicht mehr. Das wird ja alles mit Futter bedeckt. So, unser Kokosfett ist jetzt erhitzt. Ihr seht schon, das ist jetzt schön flüssig. Und da werde ich jetzt einfach meine Sonnenblumenkerne reinschütten, beziehungsweise Sonnenblumenkerne oder Körnermischung reinschütten, bis die Konsistenz mir gefällt. Die Kerne oder eure Körnermischung sollte auf jeden Fall komplett mit Fett bedeckt sein. Hier, das ist vielleicht noch ein bisschen flüssig. Ich mache da jetzt noch ein paar Kerne dazu. So, ich bin jetzt zufrieden mit meiner Masse und die werde ich jetzt einfach mit einem Löffel hier in den Orangenschalen platzieren.
Ihr könnt die ruhig so richtig voll machen, denn wenn das dann jetzt gleich in den Kühlschrank kommt und das Fett wieder fest wird, dann klebt das alles schön zusammen. Als ganz besonderen Leckerbissen habe ich jetzt für die Vögel noch Mandeln aus meiner Küche mitgebracht. Und zwar, ihr seht schon, das sind einfach ganz normale Mandeln und die kann ich jetzt noch oben hier in die Orangenschalen reindrücken bzw. in das Fettfutter. Denn wenn das alles fest wird, klebt das auf jeden Fall aneinander. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr zum Beispiel genug Fett in der Mischung hattet, könnt ihr jetzt auch noch zusätzlich, wenn ihr die alle befüllt habt, so ein bisschen Kokosfett nochmal pur sozusagen erhitzen und das nochmal mit dem Löffel so drüber träufeln, sodass das wirklich oben nochmal eine Schicht Fett drüber hat und wirklich alles gut verschlossen ist. Ich werde jetzt die kleinen Mandeln noch hier verzierungsmäßig und auch als lecker Proteine hier reindrücken und dann kommt meine Platte auch schon oder meine Orangenschalen auch schon für einen Tag oder für ein paar Stunden auf jeden Fall in den Kühlschrank. Könnt ihr einfach ab und zu selber mal reinschauen, ob es schon fest ist. Lasst es lieber ein bisschen länger im Kühlschrank, als dass es halt dann direkt in der Sonne wegschmilzt. Wie ihr sehen könnt, sind unsere Orangen jetzt auch schon fest geworden. Das heißt, das Kokosfett ist hier an so manchen Stellen so ein bisschen weiß zu sehen, aber das ist nicht schlimm, denn wie schon gesagt, Fett ist immer gut für Vögel, vor allem im Winter, denn sie brauchen im Winter mehr Energie, um sich warm zu halten, um auf die Futtersuche zu gehen und diese Energie bekommen sie vor allem durch Fettfutter. Die Mandeln oder Nüsse allgemein sowie Sonnenblumenkerne sind auch richtige Delikatessen unter Vögeln. Das heißt, wenn ich die hier raushänge, sind die bei uns in 5 Minuten direkt da dran. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Anleitung gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie das funktioniert, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst kann das eigentlich jeder kinderleicht zu Hause nachmachen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit und dann viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!